Moin zusammen und herzlich willkommen zur 7. Episode unserer Videoreihe Lagos Evolution. Falls ihr jetzt erst dazu gestoßen seid und die vorherigen Episoden der Serie verpasst habt, dann findet ihr diese über den im Video eingeblendeten Link zu unserer Playlist. In unseren bisherigen Episoden haben wir euch die einzelnen Schritte gezeigt, die nötig sind, um einen Spielecharakter zu entwickeln. In diesem Teil kommen wir nun sozusagen zum Höhepunkt. Denn wir bewegen uns nun in die Game Engine, in welcher wir alle diese separaten Elemente zusammenführen. Während sich unser Tech Artist um den Export und Import der einzelnen Körperteile kümmert, was nötig ist, um das Austauschen von Körperteilen für eine individuelle Charaktererstellung oder Rüstungsskins zu ermöglichen, gehen wir etwas näher auf die Game Engine ein. Generell muss die Spieleentwicklung als die umfangreichste Form der Kunst gesehen werden, denn sie basiert nicht nur auf einem Aspekt der Kunst, sondern vereint sämtliche existierende Kunstformen: bildende Kunst, Musik, Literatur und darstellende Kunst. Hinzu kommt die Programmierung. All diese Aspekte müssen in der Spieleentwicklung mehr oder weniger gleichzeitig ausgeübt und koordiniert werden. Erst wenn alle diese Produktionen zusammengeführt werden, entsteht das virtuelle Spiel. Hier kommt die Game Engine ins Spiel. Sie ist als eine Art Grundgerüst zu verstehen, in welchem genau diese Verschmelzung der einzelnen Komponenten aus den unterschiedlichen Disziplinen stattfindet. Wir arbeiten aus mehreren Gründen mit der Unreal Engine 4 von Epic. Einer dieser Gründe ist das Engine-eigene Blueprint-System. Dabei handelt es sich um Visual Scripting. Dieses System basiert auf sogenannten Nodes, welche im Grunde mehrere Zeilen Code repräsentieren und diese visualisieren. Dies bringt vor allem zwei Vorteile mit sich. Es ermöglicht unseren Tech Artists eigentliche Programmieraufgaben zu übernehmen, während unsere Coder mehr Zeit für Core-Features gewinnen. Dadurch, dass die Programmierung im Blueprint-System visuell stattfindet, fällt es 3D-Artists, welche meistens visuell orientiert sind, leichter, sich in diese Form der Programmierung einzuarbeiten. Gleichzeitig wird Coding-Know-how geschaffen, da Visual Scripting auf den gleichen Gesetzen wie die eigentliche Programmierung aufbaut. So wird die technische Kommunikation zwischen Artist und Coder deutlich verbessert, da Visual Scripting eine Art Brücke zwischen diesen beiden Bereichen spannt. Nach dem Import der Körperteile geht es mit den Texturen weiter. Bevor unser Artist diese in die Game Engine importiert, baut er in die Color Map noch eine sogenannte ID Map ein. Diese ist wichtig, um im Material einen Unterschied zwischen glitschiger Haut und deutlich rauerer Haut erzeugen zu können. Nachdem alle Texturen importiert wurden, ist es an der Zeit, Materials zu erstellen, sogenannte Shader. Shader vereinen verschiedenste Texturen über Material-Eigenschaften. So können hier zum Beispiel Effekte wie Bewegung, Leuchtkraft, Spiegelung oder Rauheit eines Materials anhand von Texturen und Werten bestimmt werden. Damit man auch außerhalb des Materials Zugriff auf bestimmte Eigenschaften hat, legt unser Artist einige Werte als sogenannte Parameter an. Diese können dann in Material-Instanzen oder auch in dynamischen Materials während Runtime beeinflusst und verändert werden. Wurden alle relevanten Materials erstellt, können sie den Meshes zugewiesen werden. Hier wird ein Character Blueprint erstellt. Dieser wird nicht nur über die Körperteile verfügen, welche unser Artist gerade zusammensetzt, sondern in ihm wird auch Logik und Bewegungsphysik festgehalten.
Da wir die Flügel mit einem Rig getrennt vom restlichen Körper behandeln, verbinden wir sie über einen sogenannten Socket mit dem Skelett des Körpers. Wird der Charakter später durch eine Animation bewegt, dann wird dieser Socket dafür sorgen, dass sich die Flügel in Abhängigkeit zum Lagos Rig bewegen. Trotzdem können sie gleichzeitig eigene Animationen ausführen. Als nächstes werden Inputs erstellt und an bestimmte Tasten gebunden. Diese können anschließend im Event Graph des Charakters mit Logik definiert werden. Als erstes lernt unser Charakter sich nach vorne, hinten und zur Seite zu bewegen. Außerdem binden wir die Controller-Rotation an die Mausbewegung. Unser Lagos beherrscht nun einfache Bewegungen, allerdings sieht er noch nichts. Um ihm die Augen zu öffnen, benötigt er eine Kamera. Für eine MMO-typische Kameraführung ist neben der Kamera auch ein Kameraarm wichtig, welcher die Kamera auf Abstand führt. Außerdem wird dieser Arm im Event Graph mit Logik gefüttert, so dass er von nun an auch das Rein- und Rauszoomen ermöglicht. Was wäre ein Guild Wars 2 Charakter, wenn er an den Boden getackert wäre? Die Antwort darauf kennen nur Guild Wars 1 Spieler oder bis vor kurzem Quaggans. Aus diesem Grund lernt unser Lagos, auch wenn es noch keine Animation dafür gibt, das Springen. Eine typische MMO-Steuerung ist ziemlich komplex, auch wenn es den meisten Spielern wahrscheinlich nicht auffällt. Im Grunde muss unser Controller 4 Modi beherrschen: die Bedienung von Interfaces, den Interaktionsmodus, den Modus bei gedrückter linker Maustaste und den Modus bei gedrückter rechter Maustaste. Im Interaktionsmodus wird der Mauszeiger vor allem dafür benötigt, um Interaktionsobjekte an- und abzuwählen. Hierbei darf die Maus weder Kamera noch Charakterrotation beeinflussen. Bei gedrückter linker Maustaste muss der Controller in den Rotate Cam Only Modus wechseln. Dieser Modus wird zum Beispiel verwendet, um sich während der Bewegung umzuschauen, ohne dass sich der Charakter bzw. die Bewegungsrichtung mitdreht. Das Halten der rechten Maustaste sollte den Controller in den Rotate Cam Character Modus zwingen. Hier passt sich sowohl die Rotation wie auch die Bewegungsrichtung des Charakters mit der Kamerarotation an. Zudem wird bei diesen beiden Modi der Mauszeiger ausgeblendet. Nachdem der Controller das beherrscht, was er soll, geht es mit dem Import der Animationen weiter. Auch hier betrachten wir die Flügel wieder separat zum Körper und erstellen deshalb 2 Animation Blueprints und 2 Animation Blend Spaces. Der Animation Blend Space wird vor allem für das Blenden zwischen unterschiedlichen Animationen benötigt. Zum Beispiel, wenn der Charakter vom Stehen in das Gehen übergeht. Im Animation Blueprint werden die unterschiedlichen Animationsphasen in einer sogenannten State Machine in Abhängigkeit zueinander gesetzt und durch Logik definiert. Zum Beispiel steuern wir hier unsere Blend Spaces über die Geschwindigkeit und über die kalkulierte Richtung des Charakters.
Damit alle Körperteile die Animationen synchron wiedergeben, ist es wichtig, einen Master zu bestimmen. Alle anderen Körperteile sind ihm und seinem Animation Blueprint untergeordnet. Um eine natürlichere Gehbewegung zu erreichen, sorgt unser Tag Artist an dieser Stelle für die Beschleunigung und Abbremsung der Bewegung. Eine Charaktererstellung, wie man sie aus Guild Wars 2 kennt, ist sehr umfangreich und aufwendig. Generell gibt es 3 Varianten, wie hier vorgegangen wird. Zum einen das komplette Austauschen von Körperteilen. Dies geschieht in Guild Wars 2 zum Beispiel bei den Haaren oder beim Auswählen der Muskulatur des Oberkörpers. Die zweite Variante ist die Joint-Manipulation. Durch das Skalieren eines Joints wird die an ihn gebundene Geometrie mitskaliert. Eine weitere Variante sind Blend Shapes. Diese werden im 3D-Tool, zum Beispiel Maya, erstellt. Dabei wird das Minimum und Maximum einer Deformation, zum Beispiel bei der Nasenlänge, generiert. Und bei der Charaktererstellung kann dann dazwischen geblendet werden. Dies hätte allerdings den Umfang dieser Serie gesprengt. Damit die Haare nicht starr wirken, benutzen wir NVIDIA Physics, was uns eine physikalische Simulation von zum Beispiel Stoff oder Haaren erlaubt. Als erstes muss der Einfluss der Cloth-Simulation auf die Haare definiert werden. Dies funktioniert ähnlich wie das Weight Painting beim Skin Binding. Damit die Haare nicht durch die Geometrie unseres Körpers fallen, ist es wichtig, eine Cloth Collision aufzusetzen. Hier hat man leider nur beschränkte Möglichkeiten, was es schwer macht, Clipping-Fehler komplett ausschließen zu können. Nun kommen wir zum Feinschliff der Charakterbewegung. Unser Lagos kann mittlerweile in alle Richtungen laufen. Allerdings dreht sie sich noch nicht zur Seite, wenn sie seitlich geht. Eine mögliche Lösung dieses Problems wären zusätzliche Animationen für das Links- und Rechtsgehen. Die meisten MMOs, auch Guild Wars 2, verzichten aber in den meisten Situationen darauf. Der Charakter wird manuell nach links und rechts gedreht und für das Gehen wird auch hier die Vorwärtsanimation verwendet. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass die Rotation des Charakters umgekehrt werden muss, sobald er sich rückwärts bewegen soll. Das Erstellen und Designen von User Interfaces ist ein weiterer riesiger und von Spielern oft unterschätzter Aspekt der Spieleentwicklung. Dies würde leider den Rahmen unseres Projektes sprengen. Um die Funktionalität unserer kleinen Charaktererstellung trotzdem demonstrieren zu können, setzt unser Artist zum Schluss noch eine simple Benutzeroberfläche auf.
angekommen, an dem wir einen spielbaren Charakter haben, welcher durch neue Frisuren, Körperstaturen, Farben, Waffen oder Rüstungsskins beliebig erweiterbar ist. Und trotzdem ist es nur die Spitze des Eisberges von dem, was noch nötig wäre, um als Charakter in einem Spiel mit der Komplexität von Guild Wars 2 funktionieren zu können. Wir hoffen, euch hat unsere 7. Episode gefallen und dass ihr auch bei unserem nächsten und letzten Teil vorbeischaut. Dort werden wir uns anschauen, wie ein Soundtrack und das Sounddesign für einen Charakter entsteht. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht zu subscriben und wenn ihr mehr über Synthesizer Games erfahren wollt, schaut doch auch auf unseren Social Media Sites vorbei, die Links findet ihr in der Beschreibung.